Unfall, Stau, Gefahr. Wer bringt die A14 in Fahrtrichtung Magdeburg wieder in Bewegung? So kennen die meisten Lkw-Fahrer die Autobahn A2 zwischen Helmstedt und Potsdam oder die A14 in Fahrtrichtung Leipzig. Lange Baustellen, meist endlose Staus, die für die Lkw-Fahrer oft erhebliche Verzögerungen nach sich ziehen. Oder schwere Verkehrsunfälle mit allem, was den Alltag auf der Straße erschwert. Damit die Autobahn schnell wieder frei wird, sind häufig auch die Mitarbeiter des Havarie- und Bergungsdienstes Brammeyer im Einsatz. Mit rund 50 Spezialfahrzeugen an 5 Standorten, an 365 Tagen rund um die Uhr bei Wind und Wetter. Was bedeutet es aber überhaupt, im fließenden Verkehr auf der Autobahn arbeiten zu müssen? Eurotransport TV wollte es genau wissen und hat die Havarie-Experten begleitet. Die A14 bei Kalbe, Fahrtrichtung Magdeburg. Ein LKW ist in der Nacht von der Fahrbahn abgekommen und liegt in der Böschung. Der Fahrer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein sogenannter Alleinunfall. Die Firma Brammeyer hat den Auftrag bekommen, die Bergung vorzunehmen und ist mit allerhand Fahrzeugen ausgerückt. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Lkw-Unfall aussieht, hat durchaus seine Tücken. Denn bevor der Lkw aus Slowenien mit einem Kranwagen angehoben werden kann, muss die komplette Fracht geborgen werden. Geladen hat der Truck Kabelbäume für die Fahrzeugproduktion. Im Einsatz ist auch der Zoll, für den die Mitarbeiter des Bergungsdienstes Brammeyer den Auflieger öffnen, um sich ein Bild von der Fracht zu machen. Dazu werden die Papiere mit der Ladung verglichen. Alles hat seine Ordnung, aber erst nachdem die Beamten das Go gegeben haben, kann die Bergung starten. In der Unfallnacht hat es geschneit, die Fahrbahn war glatt. Spuren an der Unfallstelle verraten, wie der Unfall passiert sein könnte. Also ich denke mal, bei diesem Unfall war der Winter so ein bisschen schuld. Ich denke, der ist ins Rutschen gekommen, kam dann wohl in den Grünstreifen. Man sieht es ja auch an den Spuren. Hat sich dann einmal komplett gedreht auf der Autobahn und ist dann wahrscheinlich in den Grünstreifen eingeschlagen mit dem Auflieger. Und durch die Wucht halt ist der LKW umgekippt und liegt er jetzt halt, ja. Grundsätzlich gilt, keine Unfallstelle ist wie die andere. Ausschlaggebend für die Vorgehensweise bei einer Lkw-Bergung ist letztendlich meist der Zustand des Aufliegers. Wenn wir an so einer Unfallstelle ankommen, dann schauen wir uns erst den LKW an. Zustand des Aufliegers ist immer ganz wichtig für uns, weil wenn die Auflieger noch zu sind, dann schauen wir uns die Ladung an. Wenn die Ladung jetzt relativ groß, sperrig und nicht so schwer ist, können wir es auch mit Luftkissen aufrichten. In diesem Fall war die Plane auf beiden Seiten beschädigt, ist dann immer relativ schwer. Wir müssen den händisch entladen. Dann schauen wir natürlich danach, müssen wir es von der Autobahnseite aus machen, können wir es gegebenenfalls vom Land aus machen, ohne dass wir den Verkehr auf der Autobahn stören. War jetzt in diesem Fall nicht möglich. Wir haben die Plane aufgemacht, sind noch dabei, das händisch zu bergen. Und das wird noch ein bisschen Zeit und Kraft in Anspruch nehmen. Längst ist auch ein Kranwagen eingetroffen. Der eigene Kran der Firma Brammeyer ist gerade woanders im Einsatz. Schon jetzt ist klar, dass die Bergung einige Stunden dauern wird. Der rechte Fahrstreifen ist abgesperrt, damit sich die vielen Helfer halbwegs ungefährdet bewegen können. Allerdings ist das noch längst keine Garantie dafür, dass nichts passieren kann. Die Ablenkung der vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer ist für jeden, der hier mit der Bergung der Ladung zu tun hat, das größte Risiko. Dadurch, dass wir nur eine Fahrbahn zur Verfügung haben, die benutzt werden kann, ist für uns immer ein bisschen angenehmer, weil dann ist es so, dass die Fahrzeuge relativ langsam vorbeifahren, was für uns natürlich wesentlich angenehmer ist und nicht so gefährlich. Die Leute fahren hier vorbei mit Schritttempo, halten auch manchmal an, damit die Bilder nicht verwackeln, die man da machen muss. Es ist leider so, die Schaulustigen gibt es überall, haben wir hier auch. Ist natürlich ein Risiko für alle Verkehrsteilnehmer. Ich würde mir wünschen, dass so manch einer daran denkt, dass das nicht mehr gemacht wird, weil dann läuft es fließender und der Stau wird nicht so extrem lang. Längst ist aufgefallen, dass das technische Equipment der Firma Brammeyer nicht mit dem eines gewöhnlichen Abschleppdienstes zu vergleichen ist. Das Unternehmen sieht sich ja auch als Havarie-Experte. Und dazu gehören nicht nur besonders starke Abschleppwagen wie dieser Arocs V6 mit 630 PS, sondern auch ein Fuhrpark aus unterschiedlichsten Lkw und Aufliegern.
Während in diesem hier die havarierte Fracht verstaut wird, trifft gerade ein LKW mit einer Containermulde ein. Mit der Mulde werden später Abfälle, die bei der Bergung anfallen, abtransportiert. Daran erkennt man auch, dass dieser Bergungsauftrag auf der A14 ein Fall für echte Spezialisten ist. Denn mit dem Abschleppen allein ist es nicht getan. Ja, beim Pkw ist es eigentlich so, wenn man den abschleppen muss, da macht man meist einen Haken dran. Dann kann man den relativ schnell mitnehmen. Bei dieser Ladung jetzt hier, die wir jetzt bei diesem Unfall haben, ist es relativ gut zu handeln, weil es große Abpackungen sind. Wir haben natürlich bei uns im Alltag von Körner bis sonstige Ladungen, alles, was man irgendwo im Supermarkt kaufen kann, alles das, was gebraucht wird, wird letztendlich mit dem LKW transportiert. Und da, was auf dem LKW kommt, der kann noch mal verunglücken und das müssen wir dann wegräumen. Relativ schnell ist aber eben auch nur ein relativer Begriff. Ein einzelner Kabelbaum wiegt rund 70 Kilo und so erklärt es sich denn auch, dass Paulus Brammeyer alleine über 50 Mal mit dem Mitnahmestapler vom verunglückten LKW zum bereitstehenden Curtainsider fahren muss, damit die verunglückte Fracht verstaut werden kann. 6 Stunden sind inzwischen vergangen und es ist dunkel geworden. Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen, um tatsächlich den LKW und den Auflieger endlich aufrichten zu können und damit die Bergung auch abzuschließen. Jetzt, wo die Ladung geborgen ist, ist das jetzt eigentlich wieder relativ Routine, weil wenn ein LKW jetzt auf der Seite liegt, wenn die Ladung raus ist, das Aufrichten selber, das ist eigentlich immer das Gleiche. Man hat seine Punkte, wo man den LKW anschlagen kann. Man dreht ihn dann wieder auf die Räder, kuppelt den auseinander, nimmt den Auflieger für sich, die Sattelzugmaschine kommt bei uns in Vierachser. Das ist eigentlich jetzt, ich sage jetzt mal, Tagesgeschäft. Um die Sattelzugmaschine und den Auflieger gefahrlos aufzurichten, sperrt die Polizei die komplette Richtungsfahrbahn. Es sind wenige Momente und die Aktion ist erfolgreich abgeschlossen. Theoretisch. Denn Feierabend ist für die Mitarbeiter des Havarie- und Bergungsdienstes Brammeyer noch lange nicht. Denn jetzt müssen die beschädigten Fahrzeuge noch zum Abtransport vorbereitet und die Fahrbahn gereinigt werden.